Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Clarus G15 V2. Verorten kann man diese Taschenlampe im Bereich kompakter und leistungsstarker Fluter. Hier mal die Herstellerangaben. Wir haben 4200 Lumen und 200 Meter Leuchtweite. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich möchte mich hier erstmal bei Clarus bedanken, dass mir die G15 V2 für dieses Video zur freien Verfügung gestellt wurde. Dazu sage ich dann auch gegen Ende des Videos nochmal was. Dann soll es direkt losgehen. Ich möchte erstmal auf die Optik eingehen. Die ist hier schlicht, schnörkellos und unaufgeregt. Es gibt keine großen Designausbrüche. Also mir persönlich gefällt das sehr gut. Wir haben einen Lampenkörper aus schwarz anodisiertem Aluminium und schön gelöst sind hier auch diese wechselnden Fräsungen. Also hier das Knurling für den Grip und dann hat man hier immer so einen flachen Bereich im Wechsel. Das ist wiederum gut für den Clip. Also zum Beispiel der Hosensaum der Jeanstasche wird geschont oder auch wenn man hier eine Pouch hat, dann geht das hier erstens mal relativ leicht und zweitens wird auch hier das Material geschont, auch bei den Gummibändern. Also ist auf jeden Fall gut überlegt. Der Clip selbst hat auch eine gute Spannung, das passt auch. Dann können wir direkt zu den Abmessungen überwechseln. Wir haben eine Gesamtlänge von 120,7 mm, Durchmesser des Lampenkopfs 27,4 mm und ein Gewicht inklusive des Akkus von 148 Gramm. Heckschalter gibt es hier nicht, den sucht man wirklich vergebens. Dafür ist diese Lampe uneingeschränkt tailstandfähig. Und wir haben hier im Tailcap noch ein ganz kleines Lanyard-Hole für so eine Handschlaufe. Ist auf jeden Fall schön gemacht. Wir werfen einen Blick nach innen und dann fällt erstmal ein langer Gewindeweg auf. Das ist alles sehr sauber geschnitten und auch schön eingefettet. Hier ein O-Ring. Kommen wir zum Akku. Es handelt sich hier um eine Clarus Eigenproduktion der 21 GT50. Wir haben einen 21.700er Lithium-Ionen-Akku, 3,6 Volt und 18 Wattstunden. Also wirklich leistungsstark. Ich mache hier mal wieder zu. Geladen wird dieser Akku über USB-C und wir haben hier eine schöne Silikonabdeckung. Also die passt sich hier wirklich gut dem Lampenkörper an, ist sehr passgenau gearbeitet, gefällt mir auch sehr gut. Und hier sieht man jetzt den USB-C-Anschluss. Dann haben wir hier noch eine schöne kleine Zusatzfunktion. Man kann die G15 V2 auch als Powerbank nutzen. An der Verarbeitungsqualität kann man auf jeden Fall nichts aussetzen, das ist wirklich gut gemacht. Wir haben eine sehr gleichmäßige Anodisierung, dann einen Clip mit ordentlich Spannung, wäre bei Bedarf auch abnehmbar. Dann hier dieses lange und sauber geschnittene Gewinde, gut angepasste Silikonabdeckung. Wir haben hier eine IPX8 Schutzklasse und laut Clarus ist die G15 V2 bis zu 2 Meter wasserdicht. Als einziges Bedienelement hier der Seitenschalter, der ist gummiert und wir haben einen gut definierten Druckpunkt, ein schönes Klicken und hier sieht man kurz, also so etwa 5 Sekunden, eine grüne LED aufleuchten. Das ist sozusagen die Akku-Ladestandsanzeige. Bei grün ist der Akku hier noch gut voll, bei unter 70% Akkuladung leuchtet diese LED dann orange und wenn wir unter 30% fallen, wird das hier rot. Ich glaube, bei unter 10% flackert das dann rot. Also man kann die Akkuladung hier wirklich gut einschätzen, ist schön gelöst. Hier noch ein Orange Peel Reflektor. Das sieht man hier an dieser leicht strukturierten Oberfläche und diese Reflektoren werden ganz überwiegend bei Flutern verwendet. Ja, das ist ein Fluter, also auf jeden Fall sinnvoll gelöst. Moment. Und bei der LED hat sich Clarus hier für die linsenförmige Cree XHP 70.2 entschieden. Was diese LED so leistet, das sehen wir uns jetzt in den Praxisaufnahmen an. Wir steigen ein mit 500 Lumen. Das ist ein Wasseranschlusshäuschen, ca. 25 Meter entfernt. Dann kommt ein großer Sprung auf 2000 Lumen, also ein deutlich sichtbarer Unterschied. Und mit dem Doppelklick folgt der Turbo Mode mit 4200 Lumen. Wenn man auf die Bäume am rechten Bildrand achtet, sieht man, wie schnell die G15 V2 runterregelt. Dann bleibt sie allerdings relativ lange stabil.
Mit den 4200 Lumen sind laut Herstellerangabe bis zu 200 Meter Leuchtweite möglich. Hier habe ich nochmal kurz versucht, den Turbo zu aktivieren. Die Elektronik hat allerdings Nein gesagt. Jetzt nochmal kurz die 2000 Lumen mit ca. 130 Meter Leuchtweite und dann der Turbo mit 4200 Lumen. Für mich ist die Clarus G15 V2 eine ideale Lampe für Touren oder Wanderungen. Wenn man nachts unterwegs ist, hat man hier ein schönes, breites und homogenes Lichtbild mit ausreichend Leuchtweite. Gefällt mir sehr gut. Jetzt nochmal kurz alle 5 Modi frontal auf die Linse. Moonlight 10 Lumen, 2,5 Meter Leuchtweite. Low 100 Lumen, 30 Meter Leuchtweite. Medium 500 Lumen, 65 Meter Leuchtweite. High 2000 Lumen, 130 Meter Leuchtweite. Und Turbo 4200 Lumen, 200 Meter Leuchtweite. Insgesamt relativ zurückhaltende Angaben, wenn man das mit anderen Herstellern vergleicht. Jetzt noch kurz zum User Interface bzw. der Benutzeroberfläche. Das ist vielleicht etwas langweilig, aber ich denke, so manchen könnte es interessieren. Lang drücken, also etwa 2 Sekunden und man kommt in den Moonlight-Modus. Das sind etwa 10 Lumen. Durch weiteres Halten kommt man in die Reihenschaltung. Wir haben hier die Stufen Low, Medium und High. 100, 500, 2000 Lumen. Ein Klick wäre ausschalten. Wir haben einen Memory Mode, das heißt ein Klick wieder einschalten und man kommt in die zuletzt benutzte Leuchtstufe. Doppelklick für den Turbo-Modus mit 4200 Lumen und dazu möchte ich gleich sagen, der regelt wirklich extrem schnell runter, das sieht man jetzt gleich. Also ja, darüber sollte man sich im Klaren sein. Die G15 V2, ja, da wurde das Potenzial nicht so ganz ausgenutzt, das muss man so sagen, aber hat auch einen Vorteil, der Lampenkopf wird nicht ganz so heiß wie bei anderen Modellen und das ist hier auf Langlebigkeit ausgelegt. Ja, wir haben hier 5 Jahre Garantie und ich denke, die verbaute Elektronik wird ganz gut geschont. Aber wie gesagt, die 4200 Lumen, die stehen nicht besonders lang zur Verfügung. Dann dreimal klicken für den Strobe. Das wären ebenfalls 4200 Lumen, zumindest kurzzeitig. Ein weiteres dreimaliges Klicken. Man kommt in den Beacon Mode, das sind 500 Lumen. Und nochmal 3 Klicks, das wäre dann der SOS Mode, ebenfalls 500 Lumen. Wir haben hier noch 2 Möglichkeiten für einen kompletten Lockout. Das würde hier entweder über den Tailcap funktionieren. Da reicht eine Vierteldrehung und hier geht nichts mehr. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wenn man den Seitentaster länger als 5 Sekunden drückt, dann folgt ein zweimaliges Aufleuchten und die Lampe ist gesperrt. Das ist soweit schon mal ganz gut gemacht. Entsperren geht dann mit 3 Klicks. 1, 2, 3. Moment, nochmal. Das ist der Vorführeffekt. Ja, man muss ein bisschen schneller klicken. Dann leuchtet die Lampe wieder zweimal auf und sie ist entsperrt und dann geht wieder alles. Also ich finde, insgesamt ist das eine relativ intuitive Bedienung. Gibt es auch bei vielen anderen Taschenlampen sehr ähnlich, also das passt. Ich sage es immer so, wenn ich mit einem User Interface klarkomme, dann kommen andere damit auch klar, weil ich bin da wirklich noch nicht so ganz fit, aber das funktioniert hier wirklich alles ganz gut. Zeit für ein Fazit. Fazit, sehr gute Verarbeitung, relativ intuitive Benutzeroberfläche. Dann hat man hier für die kompakten Abmessungen einen leistungsstarken Fluter, breiter Lichtkegel, ausgewogenes Lichtbild. Lichtfarbe bewegt sich im kaltweißen Bereich, also wer das nicht mag, für den ist die G15 V2 dann nichts. Wir haben noch eine Powerbank-Funktion, das kann auch mal nützlich sein. Kritik im eigentlichen Sinne habe ich kaum. Wie erwähnt, regelt die G15 V2 vielleicht ein bisschen früh runter. Dafür wird dann die Elektronik geschont, der Lampenkopf erhitzt sich hier nicht so stark. Ja, ich glaube, bei Taschenlampen muss man dann immer irgendwo einen Kompromiss eingehen. Aber insgesamt gibt es hier wirklich wenig zu meckern. Stefan 123321 hat die Clarus G15 V2 auch schon mal vorgestellt. Ein sehr empfehlenswertes Video. Stefans Video habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, genauso wie auch Produktlink und einige Spezifikationen, weitere Informationen.
Stefans Kritikpunkt war hier die wenig intuitive Auffindbarkeit des Seitentasters. Ich denke, das ist wirklich subjektiv. Für mich ist das hier eine 50-50 Chance. Man hat hier ein Gummiteil und hier ein Gummiteil. Notfalls drückt man beide Seiten gleichzeitig. Ja, und Stefan hat auch erwähnt, dass man den Clip als Orientierungshilfe nutzen könnte. Wenn der jetzt hier unten ist, weiß man, der Seitentaster ist hier oben. Also für mich passt das. Der Lieferumfang ist auch ordentlich. Wir haben ein USB-C-Kabel, einen Lightning-Adapter, einen USB-A-Adapter, einen Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung mehrsprachig, Aufbewahrungsbeutel, dann hier eine Adapterhülse, beispielsweise für einen 18650er Akku und natürlich noch die Verpackung, die ist auch wertig. Schöne stabile Pappbox mit einem kleinen Rechtschreibfehler. Hier steht Moonlight Mode 1 Lumen. Ich weiß nicht, ob das in der Zwischenzeit schon geändert wurde. Noch zum Preis. Der liegt, ich sage jetzt mal, bei 75 €, denn der Preis schwankt wirklich enorm. Also zwischen 75 und 100 € habe ich hier so ziemlich alles gesehen. Es gibt auch ab und zu Rabattaktionen von Clarus, dann gibt es die Lampe noch günstiger. Insgesamt ist das jetzt hier kein Superschnäppchen. Da gibt es einige Hersteller, die Vergleichbares etwas günstiger anbieten. Dennoch ist die Clarus G15 V2 für mich wirklich eine klare Empfehlung. Ja, zum Abschied möchte ich mich ganz herzlich bei Clarus bedanken. Es war wirklich insofern schön, dass ich null Zeitdruck hatte für dieses Video. Das ist dann wirklich angenehm zu arbeiten. Und auch ein großer Dank an Stefan, der den Kontakt zu Clarus herstellte. Vielen Dank, Stefan, und schöne Grüße. Ja, dann war es das im Wesentlichen. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.